Exaring ist eine im Kern deutsche Mittelstandsgeschichte. Vor über 30 Jahren hatte ein Unternehmer eine sehr langfristige Vision und hat als Tiefbauunternehmer sehr, sehr viel Glasfaser in Deutschland vergraben. Daraus ist entstanden die mit Abstand größte private Infrastruktur in Deutschland. Die ist über 12.000 Kilometer lang und wird jedes Jahr noch um rund 500 Kilometer erweitert und erlaubt halt über die darin verlegten Glasfasern im Prinzip unbegrenzte Übertragungskapazitäten. Und dieser Visionär hat immer darauf gewartet, irgendwann eine gute Idee zu finden, was man da mit der Infrastruktur machen kann. Und wir haben uns getroffen und haben dann gemeinsam die Idee von Waipu entwickelt. Das Besondere an Waipu ist, dass wir alle aus dem Fernsehen kommen und im Fernsehen etwas gelernt haben, was Fernsehen behauptet, dass nämlich das Fernsehgerät der First Screen der Menschen sei und das Smartphone der Second Screen. Und obwohl wir so indoktriniert waren, haben wir das gedanklich umgedreht. Wir haben uns der Realität angenähert, dass nämlich der First Screen der Menschen das Smartphone ist und dass das Fernsehgerät dazu dient, im Bedarfsfall im Lean-Back-Modus eine große Projektion zu kriegen. Weswegen zunächst mal die Kernbedienung von Waipu TV auf dem Smartphone beginnt und auf dem Fernseher endet. Und diese Multiscreen-Umgebung im Haus wir weiter optimiert haben, eben auch auf eine Multipersonen-Umgebung, um das Fernsehverhalten im Haushalt, was typischerweise abends stattfindet, ideal an das anzupassen, wie Menschen sich bewegen, wie Menschen inzwischen Bewegtbild im Fernsehen benutzen. Deswegen kam der Exaring und die Idee genau zur rechten Zeit, denn durch den Exaring und die Kapazitäten und die Möglichkeiten, die er bietet, können wir den Vorteil beider Welten ideal fusionieren, nämlich bestes Bild, bester Ton, unendliche Kapazität, HD in Millionen von Wohnzimmern, kombiniert mit aller Stärke von IP-Technologie. Und das ist einzigartig und lässt sich nur entwickeln, wenn man so eine im Prinzip unlimitierte Infrastruktur zur Verfügung hat.